Hallo Paul. Hi Robert. Herzlich willkommen hier heute bei der TQ, bei unserem Dankeschön. Technologienachmittag. Jetzt ist ja die Zusammenarbeit zwischen Robco und TQ nicht erst seit gestern, schon noch ein bisschen länger. Ja, total. Wie hat denn das alles angefangen? Das hat alles angefangen, als wir quasi noch vor unserer Gründung waren, noch an der Universität, an der TU München. Das muss vor 5 Jahren oder vor fast 6 Jahren gewesen sein, wo wir angefangen haben, den allerersten Prototypen von einem modularen Industrieroboter zu bauen und nach einer möglichen Motorlösung gesucht haben. Du sagst modularer Roboter. Genau. Was kann man unter modularen Roboter verstehen? Was wir im Endeffekt machen, ist, wir bauen modulare Industrie-Leichtbauroboter. Das ist quasi ein Leichtbauroboter, der aufgebaut ist von einem Baukastensystem. Man kann verschiedene Module zusammenbauen und kinematisch, Traglast, reichweitenmäßig anpassen. Ich habe hier ein Modul mitgebracht. Das ist unsere kleinste Antriebsachse, wo auch euer Motor mit drin ist. Hat quasi einen Eingangsflansch, einen Ausgangsflansch und ist an sich so ein abgeschlossenes Produkt, was dann zu einem Gesamtroboterarm zusammengesteckt werden kann. Und da stecke ich jetzt 3, 4, 5, 6. Genau, irgendwas meistens zwischen 5 und 12 Modulen zusammen. Bis zu 12 Module? Genau, also müssen nicht jeder einen Motor drin haben. Wir haben auch Module, die einfach für die Ausdehnung vom Roboter verantwortlich sind. Aber genau, wir können eigentlich bis zu 20 Module zusammenstecken, bis zu 12 drehende Achsen. Im Normalfall sind wir so bei ungefähr bis zu 8 Achsen. Es ist ja so ein Modul an sich nicht sehr groß. Du sagst, da ist ein Motor drin, Genau. Von uns. Ja. Wir haben ja Frameless-Motoren. Was ist da jetzt der Vorteil von dieser Thematik Frameless-Motor? Der Vorteil ist, dass man den Motor jetzt hier nicht sieht. Also frameless und dass wir ihn quasi in diesem Formfaktor einbauen konnten. Das ist Gewicht und Platz im Endeffekt, weil alles, was schon einen Frame hat, ein Gehäuse, muss ich um dieses Gehäuse drumherum planen. Hier konnte ich mein eigenes Gehäuse bauen und den Motor so perfekt einlassen, dass er uns keinen Platz und kein Gewicht kostet. Jetzt, Paul, hatten wir gestern eine große Eröffnung von euch in München gesehen. Ja. Wie geht's weiter und was macht ihr dort? Ja, also wir haben angefangen und auch wenn du darauf angespielt hast vor 5 Jahren mit dem Motor, mit dem modularen Industrieroboter, haben wir aber sehr schnell festgestellt, dass unsere Kunden wollen eigentlich keinen Roboter haben. Unsere Kunden, Mittelstand, haben mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen und was unsere Kunden haben wollen, ist eine Lösung, um zum Beispiel einen Teil in ihre Fräsmaschine einzulegen. Bei uns geht es weiter, dass wir uns sehr stark darauf konzentrieren, ganze Lösungen anzubieten. Unser Roboter mit der Modularität ist ein Teil davon und ist quasi unser Enabler, dass wir das sehr schnell und günstig und einfach hinkriegen. Aber am Ende stellen wir unseren Kunden Gesamtlösungsvorschläge vor.